In diesem Video unterziehe ich die neuen Ultracrylfarben von Ten01 Labs einem kleinen Härtetest. Denn passend zur laufenden Crowdfunding-Kampagne habe ich einige Farbproben erhalten und möchte euch in den folgenden Minuten zeigen, ob sie wirklich so brillant sind und so gut decken, wie es der Hersteller verspricht. Aber erstmal moin moin und herzlich willkommen zum TWS. Kleiner Disclaimer vorweg, ich habe von Ten01 Labs lediglich die Farben und kein Honorar oder sonstiges erhalten. Dieses Video ist also nicht gekauft und die Werbekennzeichnung erfolgt nur gemäß der Richtlinie der deutschen Landesmedienanstalten. Solltet ihr übrigens mein ausführliches Video zum Hintergrund der Ultracrylfarben noch nicht gesehen haben, holt das am besten vor dem Anschauen dieses Videos nach. Dort habe ich für euch nämlich einige wissenswerte Fakten über Farben, Pigmente und Fläschchen zusammengefasst. Ich schaue mir diese 6 Farben aus der Regular Series an. Das sind quasi die normalen Farben mit hoher Deckkraft und Brillanz, die teils aus mehreren Pigmenten bestehen. Dazu diesen Grünton als transparente und sogenannte Monopigmentfarbe. Das heißt, diese Farbe enthält nur ein Pigment und ist aufgrund der Pigmentart nicht ganz so deckend. Dazu das Schwarz und Weiß aus der Ultracryl-Serie, die jeweils in den regulären und Monopigment-Farbsets zu finden sind. Und als glänzendes Bonbon noch 2 Metallic-Farben aus dem Ultracryl-Sortiment, Gold und Chrom. All diese Farben liegen mir in ihren Beta-Versionen vor. Das heißt zum Beispiel, dass einige Farben noch etwas glänzen, was aber natürlich noch behoben werden soll. Denn ein Markenzeichen von Ultracryl ist ja, dass die Farben extrem matt austrocknen. Dem Gelb und den Metallic-Farben stelle ich dann noch einige Farben von anderen Herstellern gegenüber. Einfach als Vergleich und um den Unterschied zu zeigen. Alle Farben werden vor dem Auftragen kräftig und gleichmäßig geschüttelt, um sie zunächst auf eine Nasspalette zu geben und sie dann auf schwarz und weiß grundierte Bases aufzutragen. Jeweils unverdünnt und so, wie sie aus der Flasche kamen. Denn auch das ist ein Markenzeichen von Ultracryl. Die Farben sind gebrauchsfertig und müssen nicht extra mit Wasser verdünnt werden. Los geht's mit dem Weiß und man sieht bereits, wie krass gut es auf Schwarz deckt, obwohl ich mit dem Pinsel nur eine normal dünne Schicht aufmale. Das Schwarz deckt auf Weiß ebenso hervorragend. Der erste Eindruck ist also schon mal sehr gut, weiter geht's mit den bunteren Tönen. Das Grün macht auf Schwarz ebenfalls einen exzellenten Job. Und auf Weiß erst recht. Gleiches gilt für das Blau. Insgesamt gehen alle Farben angenehm gut auf und vom Pinsel. Und man kann mit ihnen wirklich direkt out of the bottle malen, ohne dass man das Gefühl hat, man würde Details auf dem Untergrund zuspachteln. Das Magenta ist vielleicht nur zu 90% auf Schwarz deckend, aber dazu gleich mehr. Auch beim Rot denke ich, dass man für eine 100%ige Deckkraft noch eine zweite Schicht braucht, wobei die erste Schicht schon phänomenal gut deckt, würde ich sagen. Das Orange ist im Vergleich zu den anderen Farben die bislang schwächste Farbe, was die Deckkraft angeht. Warum das so ist, erkläre ich gleich. Kommen wir zum Gelb und das deckt wirklich mega gut. Ja, für eine 100%ige Deckkraft braucht man noch eine zweite Schicht, aber es ist absolut beeindruckend, wie der schwarze Untergrund verschwindet. Hier mal zum Vergleich 3 weitere Gelbtöne, die ich privat zur Hand hatte. Jeweils eine Farbschicht auf Schwarz. Und hier der Vergleich. Ein ultra krasser Unterschied, oder? Als nächstes habe ich den unteren Bereich jeder Base noch einmal mit einer zweiten Schicht bemalt. Auf den weiß grundierten Bases sieht man ob der hohen Deckkraft gar keinen Unterschied. Auf den schwarz grundierten Bases reicht der Unterschied von kaum zu sehen über minimal bis hin zu ja, da macht eine zweite Schicht schon Sinn. Auf die Unterschiede bei der Deckkraft angesprochen, haben mir die Ten01 Jungs erklärt, dass hier die jeweils verwendeten Pigmente an ihre Grenzen stoßen. Man könnte die Deckkraft durch andere oder zusätzliche Pigmente erhöhen, allerdings wäre der Farbton dann nicht mehr so brillant. Und die Brillanz geht bei Ten01 Labs immer vor. Denn was nützt eine deckende Farbe, die nicht ganz so schön ausschaut? Kommen wir zur transparenten Monopigmentfarbe, die erwartungsgemäß eine zweite Schicht benötigt, um vollends zu decken.
Und last but not least die Metallic-Farben, zu denen ich vorweg eine Sache erklären möchte. Betrachtet man von außen die Flasche, sieht man, wie stark Pigmente und Bindemittel voneinander getrennt sind. Man muss diese Farben vor Gebrauch unbedingt gut schütteln, denn die Bestandteile separieren sich schon nach wenigen Minuten wieder voneinander. Und das ist auch so gewollt, haben mir die TennoOne-Jungs erklärt. Denn damit eine Metallic-Farbe besonders gut glänzt und deckt, müssen die Pigmente quasi schnellstmöglich an die Farboberfläche schwimmen und sich dort flach ablagern, während der Wasseranteil in der Farbe darunter verdunstet. Entsprechend ist das kein Fehler, sondern tatsächlich ein Qualitätsmerkmal, was man beim Auftragen auf Schwarz direkt sieht. Denn wow, ist das ein goldener Glanz und eine Deckkraft, oder? Auch das Chrom ist schlichtweg mega. Ich kenne natürlich nicht alle Metallic-Farben, die es auf der Welt gibt, aber spontan fällt mir keine Farbe von Vallejo, Games Workshop, Scale 75 und Co. ein, die da mithalten könnte. Hier der Vergleich mit einigen Metallic-Farben von denen, wobei ich nur einige Silbertöne und keine Chrom-Varianten vorliegen hatte. Aber ich denke, der Vergleich ist trotzdem interessant. Oder was meint ihr? Die Crowdfunding-Kampagne zu den Ultracryl-Farben läuft übrigens noch bis zum 14. Juni 2023. Danach wird der Late Pledge aktiviert und voraussichtlich im Sommer 2024 sind die Farben dann ganz regulär im Handel erhältlich. Wenn ihr noch Fragen zu den Ultracryl-Farben habt, schreibt sie entweder in die Kommentare, denn der Marcel von TennoOne Labs liest unter diesem Video fleißig mit und antwortet gern. Oder schaut bei der Kickstarter-Kampagne vorbei und stellt einfach dort eure Fragen im Kommentarbereich. Und wenn ihr schon mal auf Kickstarter seid, schaut gerne auch bei meiner aktuellen Kampagne zur PDF-Version meines Werkzeuge- und Materialienbuchs vorbei. Viel Spaß dabei und wir sehen uns dann nächsten Freitag. Bis dann!